Hallihallo. Hallihallo. Angenommen, habt die Chili-Ernte eures Lebens und habt mehr Chilis, als ihr jemals essen könnt. Ja? Für diesen Zweck zeigen wir euch heute ein paar Arten, wie ihr eure Chilis länger haltbar machen könnt. Viel Spaß. Der wichtigste Punkt ist nach der Ernte, die wir hinter uns haben, dass ihr dann die Chilis ordentlich verputzt. So, dazu waschen wir sie erstmal. Die nachfolgenden Arbeitsschritte sind jetzt davon abhängig, für welche Art der Haltbarkeit man sich jetzt entscheidet. Wir haben uns überlegt, unsere Lieblingsarten vorzustellen heute. Und zwar ist das erste, wir trocknen mit einem Dürrautomaten. Das zweite ist, wir frieren sie ein, die Chilis. Und als drittes werden wir Lufttrocknen anwenden. So, wir fangen an mit dem Lufttrocknen. Dafür nimmt man eine Nadel und einen Faden vorzugsweise und fädelt das durch. Ja, man fädelt es durch. So, lässt dann die Nadel fallen. Jetzt hat man quasi die Nadel da drin. Und jetzt nimmt man quasi eine Chili deiner Wahl und sticht oben durch das Grüne durch. Das wird jetzt so eine Art Perlenkette. So, das ist jetzt das erste. Perlenkette für Männer. So. Dann würde ich jetzt die nächste nehmen. Nehmen wir die. Die sieht gut aus. Wir müssen ein bisschen Kraft anwenden und ein bisschen wackeln, dann funktioniert das. Und diese Arbeitsschritte wiederholt ihr dann beliebig oft. Genau. Seht euch mal dieses Kunstwerk an. Wir haben jetzt die vorhin aufgefädelten Chilis hier draußen hingehangen. Da sollten die jetzt je nach Größe und Art ca. 2 Wochen hängen. Darauf sei jetzt noch zu achten, dass erstens die nicht in der Sonne stehen sollten. Dann zweitens, dass sie sich nicht berühren sollten, denn das würde zu Schimmel führen. Und drittens, es gibt manche Chilisorten, die eine sehr dicke Außenhaut haben. Wenn man eine dieser Sorten hat, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, diese aufzuschneiden, da die sonst von innen schimmeln während des Trocknungsprozesses. Dann sehen sie natürlich nicht mehr so cool aus. So, hier haben wir das Rost aus dem Dörrautomat. Und zunächst müssen wir die Chilis verputzen. Also die kleineren, da braucht man nichts machen. Ja, da schneiden wir einmal das Grüne ab. Und dann können wir die hier schon drauflegen. Und die größeren, die werden wir dann halbieren, um auch direkt das Saatgut zu gewinnen. Hier können wir auch einmal das Saatgut nehmen. Dazu halbieren wir die einfach. Zeigen wir jetzt hier einmal exemplarisch. Die Plazenta sollte natürlich möglichst drinnen bleiben. Wir haben ja gelernt, da ist das Schärfste drin. Genau, wenn ihr die Schärfe ein bisschen reduzieren wollt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen was davon abschneiden. Aber die sind hier nicht wirklich dick, also die kann man locker so sparen. Wir sind jetzt hier fertig, wie ihr sehen könnt. Hier sind die ganzen Stiele und Kopfteile. Hier. Ihr solltet, wenn ihr mit scharfen Schoten arbeitet, solltet ihr am besten Plastikhandschuhe anziehen, so Einweghandschuhe für die Küche. Weil jetzt mit den scharfen Schoten, wenn man es hier ins Gesicht geht, dann hat man Freude. So. Wir haben das jetzt hier im Dörrautomat vorbereitet. Wie gesagt, das kommt dann auf den Dörrautomat. Und dann verteilen wir das hier einfach nur noch. Jetzt zeigen wir euch aber auch noch die Tiefkühlvariante. Und zwar nehmt ihr dazu eine Dose, die für den Tiefkühler geeignet ist. Damit es zu keinem Gefrierband kommt, soll man hier Zewa eine Schicht reinmachen. Dann könnt ihr die Schoten nehmen und schneidet die in die gewünschte Größe. Ich nehme jetzt hier so kleine Scheibchen. Und achtet darauf, dass sie sich hier nicht berühren. Das hat den Vorteil, wenn wir die jetzt in den Tiefkühler tun, jetzt noch ein paar mehr rein, wenn wir die jetzt in den Tiefkühler tun,
und für ein paar Stunden drin lassen, dann sind sie so gefroren. Und danach könnt ihr diese gefrorenen Stücke nehmen und zusammenpacken in eine andere Dose oder in einen Gefrierbeutel. Und dann könnt ihr auch immer gut portionieren. Also wenn ihr jetzt gerade Bock auf frische Chili habt, könnt ihr so ein paar rausnehmen, gefroren, und die dann quasi in die Suppe oder ins Essen oder was auch immer packen. Jo. Ihr müsst dann sozusagen nicht immer alle auftauen, ne? Schneide jetzt noch zu Ende und dann zeigen wir euch gleich nochmal, wie es weitergeht. So, und wenn ihr fertig seid, dann packen wir das jetzt ein paar Stunden im Kühlschrank. Hier haben wir jetzt schon einen Dörrautomat. Da werden gerade keine Chilis drin gemacht, aber es gibt die mit verschiedenen Etagen und so ein bisschen Apfelaroma kann ja nicht schaden. Oh, der Geruch jetzt schon. Ah, ist intensiv. So, und dann kommt wieder der Deckel drauf. Hier ist dann quasi Abluft, das nicht schimmeln. Eingestellt haben wir jetzt hier 70 Grad. Das ist auch optimal, wenn ihr eure Nachbarn mal loswerden wollt oder eure Familie, weil euch auf den Keks geht. Einfach mal einen Dörrautomaten anmachen. Der Geruch ist auf jeden Fall sehr beißend. Also Fenster offen ist empfehlenswert. Wir haben jetzt hier einen Dörrautomat verwendet. Ein Dörrautomat kriegt ihr im Internet ab 50 €. Könnt ihr bestimmt auch gebraucht kaufen. Ist ja kein Geld, was man so häufig benutzt, also kann man es auch gebraucht kaufen. Und wenn ihr keinen Dörrautomat haben solltet, könnt ihr auch einen Backofen nehmen. Ansonsten das Verfahren ist komplett identisch. Also Chili schneiden, auf den Rost legen. Den Backofen stellt dann auf ca. 80 Grad und packt in die Ofentür einen Kochlöffel rein, damit er nicht mehr richtig schließt, damit die Luft dann weichen kann. Und dann ab und zu einfach mal gucken, ob sie schon knackig sind, ob sie trocken sind. Nach ca. 7 Stunden ist der Dörrprozess jetzt abgeschlossen. Wie ihr sehen könnt, wunderschön getrocknet. Eine Augenweide. Zur Weiterverarbeitung haben wir uns jetzt 3 Methoden ausgesucht. Einerseits Methode Nummer 1. Die könnt ihr jetzt einfach in einem Glas lagern. Dann nehmt ihr jetzt einfach ein paar rein. Schematisch gesehen. Und packt ihr einfach in euer Regal. Dann haben wir Nummer 2. Ihr könnt die mit einem Mörser kleiner machen. Platz spart Platz und na, da nehmt ihr am besten auch schon eine Handvoll und zerreibt die jetzt einfach. Dafür braucht ihr auf jeden Fall Geduld und ja, das dazu. Die letzte Methode, die wir uns ausgesucht haben. Ihr nehmt ein paar Chilis für den Mixer, macht die rein und Feuer. Schön gründlich. Und jetzt habt ihr quasi Chiliflocken, die ihr schön dosieren könnt beim Essen. Könnt ihr auch mit Salz mischen, habt ihr Chilisalz. Genau, das waren unsere 3 Methoden. So, also das kann man einfach so hinstellen, das hält sich auch eine Weile. Und die anderen, die packen wir einfach in so einen Gewürzbehälter. Jetzt packen wir dann die pürierten Chilis einfach hier rein. So. Wir haben leider keinen größeren Trichter gefunden. Das riecht auf jeden Fall sehr gut. Ihr könnt es perfekt dosieren, entweder hier, so, oder hier mal zum Beispiel.
Da haben wir jetzt hier einfach so einen Chili-Streuer genommen, den wir leer gegessen haben. Das kann man sich gut hinstellen. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Wenn ihr andere Methoden habt oder Tipps oder ihr macht es komplett anders, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann können wir da zusammen diskutieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Spicy Sunday! Falls ihr keinen Platz habt, könnt ihr euch die einfach um den Arm hängen. Und schon habt ihr mal was zum Knabbern dabei. Wie früher diese Zuckerperlen. Kennst du die noch? Nee. Ach, die. Du kannst doch so Cabanossi um den Arm machen. Das ist auch so eine getrocknete Wurst. Man schon gerne mal reinbeißen.